Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen ausführlichen Tutorial. Heute nehmen wir uns richtig Zeit für ein Motiv, das unglaublich viel Spaß macht, den goldglänzenden Rosenkäfer. Viele von euch fragen mich immer wieder, wie male ich eigentlich Gold, ohne einen Glitzer- oder Metallic-Stift zu benutzen? Genau das zeige ich dir heute Schritt für Schritt. Wir schauen uns an, wie wir durch die richtige Farbauswahl, das sanfte Verblenden und extrem starke Kontraste eine Oberfläche erzeugen, die richtig metallisch glänzen kann. Unsere Materialien heute: ein leicht getöntes Papier. Ich habe hier dieses Naturell von Canson Graduate benutzt, weil es ideal ist, damit die Farben schön leuchten. Und außerdem eine Stiftepalette, die sich in den Gelb-, Ocker-, Grün- und Brauntönen orientiert. Ich schreibe sie euch unten noch einmal auf. Auch das Foto, was ich hier bei Unsplash gefunden habe, verlinke ich euch unten in der Infobox. Also los geht's. Schnapp dir dein Zeichenmaterial, mach dir einen Tee oder Kaffee und lass uns ganz entspannt anfangen. Bevor wir den Käfer anmalen, hier noch ein kleiner Theorietipp, der deine Bilder für immer verändern wird. Gold ist keine eigenständige Farbe, sondern eine Täuschung unseres Auges. Es gibt im Stiftekasten keinen Goldstift, der ohne Eigenglanz wie echtes Gold aussieht. Der Goldeffekt entsteht ausschließlich durch 3 Faktoren. Erstens der warme Kern. Gelb und Ocker bilden hier die leuchtende Basis. Zweitens der kalte Gegenspieler. Das Metall spiegelt seine Umwelt. Ein echter Rosenkäfer reflektiert das Grün von Blättern und den kühlen Schatten. Erst das Zusammenspiel von warmem Ocker und kühlem Olivgrün lässt es metallisch wirken. Als drittes dann harte Kanten und extreme Kontraste. Anders als bei Samt oder Haut sind die Lichtreflexe bei Metall sehr scharf. Hellste Lichter treffen direkt auf dunkelste Schatten. Wir beginnen nun mit den hellsten Zonen auf den Flügeldecken und dem Brustschild. Ich halte den Stift weit hinten und male in kleinen, kreisenden Bewegungen ohne Druck. Und während wir diese Basisschicht aufbauen, schauen wir uns doch unseren Hauptdarsteller einmal etwas genauer an. Fakt Nummer 1. Wer ist denn der goldglänzende Rosenkäfer überhaupt? Sein wissenschaftlicher Name ist Prothecia metallica oder Cetonia aurata für den gemeinen Rosenkäfer, der ihm extrem ähnlich sieht. Er gehört zur Familie der Blatthornkäfer. Wenn du ihn im Garten siehst, wirkte er wie ein kleiner fliegender Edelstein. Fakt Nummer 2. Das Geheimnis seiner Farbe ist Physik statt Pigment. Jetzt kommt das Faszinierende. Wenn du diesen Käfer zerreiben würdest, was wir natürlich nicht tun, wäre da kein goldenes oder grünes Pulver. Seine Farbe ist eine sogenannte Strukturfarbe. Die oberste Schicht seines Panzers besteht aus mikroskopisch kleinen, verdrehten Chitinschichten. Diese reflektieren nur ganz bestimmte Lichtwellen, genau wie die Rückseite einer DVD. Je nach Blickwinkel wechselt die Farbe deshalb von Gold zu Grün oder manchmal sogar zu Violett. So, jetzt wird es etwas spannender. Wir bringen Leben in das Bild. Ich nehme mir jetzt die Grüntöne und die Brauntöne und gehe leicht über die Ränder und die Bereiche, die nicht direkt von der Sonne angestrahlt werden. Für die tiefsten Schatten nutze ich ein dunkles Rohamber. Verblende das Braun vorsichtig mit dem Ocker. Siehst du, wie du das Gelb plötzlich anfängt zu leuchten? Das ist die Magie von Kontrasten.
Fakt Nummer 3 zum Rosenkäfer, der Trick beim Fliegen. Während wir die Details am Körper ausarbeiten, beobachte mal, wie so ein Rosenkäfer fliegt. Die meisten Käfer müssen ihre harten Deckflügel sperrweit aufklappen, um die eigentlichen Hautflügel darunter auszubreiten. Nicht so unser Rosenkäfer. Er hat an der Seite der Flügeldecken eine kleine Aussparung. Er schiebt seine Flugflügel einfach seitlich heraus und lässt den harten Panzer beim Fliegen geschlossen. Dadurch ist er in der Luft extrem wendig.
So, jetzt kümmern wir uns etwas intensiver um die Beine. Die Beine sind meist etwas dunkler, haben aber an den Gelenken ebenfalls so einen leichten metallischen Schimmer. Hier arbeite ich dann mit den dunkelbraunen Schwarz- und Blautönen. Da manchmal die hellen Papierstellen in einigen Bereichen nicht ausreichen, nehme ich mir einen weißen Gelstift oder du kannst auch so einen Acrylmarker nehmen und wir setzen ganz gezielt kleine, scharfe, rein weiße Punkte und Striche genau an den Kanten, wo das Licht bricht. Diese winzigen weißen Punkte lassen das stumpfe Papier plötzlich glatter und dreidimensionaler wirken. Siehst du das? Wer möchte, kann mit verschiedenen Buntstiftfarben noch so kleine Punkte in den Panzer pieksen, so wie ich das hier gemacht habe, um so ein bisschen die Struktur des Panzers nachzuahmen. Und da ist er, unser goldglänzender Rosenkäfer. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Tutorial geholfen hat und du hast ein paar spannende Dinge über diesen tollen Nützling gelernt. Wenn du deinen eigenen Käfer gemalt hast, verlink mich doch gerne auf Instagram. Ich würde dein Ergebnis gerne sehen. Vergiss auch nicht zu abonnieren, um kein Tutorial mehr zu verpassen und lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses längere Format gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, hab eine kreative Woche, deine Janina.